Sprichst du jeden Tag Deutsch, so richtig laut, mindestens 5 Minuten? Viele lernen Vokabeln, aber sie reden fast nie. Heute ändern wir das, ja? Genau. Du lernst heute, wie du dir eine einfache tägliche Sprechroutine aufbaust, mit echten kurzen Gesprächen im Alltag, beim Bäcker, im Aufzug und per Sprachnachricht, alles auf A2-Niveau. Und wir zeigen dir typische Fehler, zum Beispiel Artikel und kleine Tricks, damit du jeden Tag wirklich sprichst. Am Ende hast du Sätze, die sofort funktionieren. Hi zusammen, schön, dass ihr da seid. Und zum Üben steht die komplette Lektion übrigens auf Vocabli. So, lass uns direkt starten. Also, Routine klingt groß, ist aber klein. Ich mache jeden Morgen dasselbe. Ein Mini-Dialog mit meiner Nachbarin, dann ein kurzes Gespräch beim Bäcker und abends eine kurze Sprachnachricht an einen Freund. Ja, 3 Berührungspunkte am Tag, das ist super. Morgens Hallo und eine einfache Frage, mittags ein kleiner Extrasatz, abends eine Mini-Reflexion. Das sind vielleicht insgesamt 10 Minuten, mehr nicht. Fangen wir mit dem Aufzug an, das ist leicht. Du siehst deinen Nachbarn und du brauchst 2, 3 Sätze. Kein Roman, nur freundlich und klar. Lass uns mal ein kurzes Rollenspiel machen. Situation: Treppenhaus oder Aufzug, morgens um 7:30 Uhr. Ich bin die Nachbarin, okay? Alles klar. Los geht's. Guten Morgen. Na, alles gut heute? Guten Morgen. Ja, danke, ganz gut. Ein bisschen müde, aber passt schon. Und bei dir? Auch gut, danke. Ist es dir auch so kalt heute? Ich finde, es ist echt frisch. Einen schönen Tag dir noch. Danke, dir auch. Bis später. So, das war's schon. Wichtig sind so kleine Bausteine. Begrüßung, eine sehr einfache Frage und dann nett verabschieden. Keine Angst vor kurzen Sätzen. Genau. Und wenn du nur eine Frage kannst, nimm diese: Wie geht's? Oder noch kürzer: Alles gut? Das ist freundlich und sicher. Zweite Station, Bäckerei. Da übst du Höflichkeit und Artikel. Ich sag mal so, die Brezel, das Brötchen, der Kaffee. Das hilft sofort, ja? Okay, noch ein kurzes Rollenspiel, Bäckerei. Ich bin die Verkäuferin. Bereit? Bereit. Guten Morgen. Ich hätte gern ein Brötchen und einen Kaffee, bitte. Guten Morgen. Möchten Sie ein helles Brötchen oder ein Körnerbrötchen? Ein Körnerbrötchen, bitte. Und der Kaffee mit ein bisschen Milch. Das war's. Alles klar. Das macht 3,50 €. Möchten Sie noch eine Tüte? Ja, bitte, eine Tüte. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Danke ebenso. Klarer Punkt hier, Artikel üben in echten Sätzen. Nicht nur Listen lernen, sondern sagen, ich nehme den Kaffee, ich nehme das Brötchen. Das bleibt im Kopf. Und bitte nicht direkt aus dem Englischen übersetzen. Viele sagen zum Beispiel Black Bread und meinen Schwarzbrot. Das klingt komisch, weil schwarz beim Essen manchmal negativ klingt, so wie verbrannt. Ich habe das echt erlebt. Ich stand in einer Bäckerei und hab gesagt, ich will schwarzes Brot. Die Verkäuferin hat so geguckt, wie bitte? Dann hab ich erklärt, ich meine Schwarzbrot, das dunkle Brot. Danach haben wir gelacht. Solche kleinen Missverständnisse sind normal. Wichtig ist, du bleibst freundlich und ruhig. Sag einfach, Entschuldigung, ich meine Schwarzbrot. Oder noch einfacher, ich meine das dunkle Brot. Dritte Station am Tag ist abends. Da mache ich oft eine Sprachnachricht an einen Lernpartner.
2 Sätze über meinen Tag, fertig. So festige ich Wörter. Klingt so: Hallo, ich bin gerade zu Hause. Heute habe ich viel gearbeitet und ich habe gekocht, Spaghetti. Morgen will ich joggen. Gute Nacht. Das reicht schon. Und wenn du niemanden hast, schick dir selbst eine Nachricht. Klingt komisch, aber es hilft. Du hörst dich, du merkst Pausen und du verbesserst dich. Ganz kurz zu Zeiten, damit die Routine klar ist. Morgens um 7 Uhr, kleiner Aufzugdialog. Mittags um 12:30 Uhr, Bäckerei oder Kaffee. Abends um 20:30 Uhr, Sprachnachricht. Das ist richtig machbar. Bevor wir weitergehen, kleiner Tipp zum Warmwerden. Ich sage morgens 3-mal laut: Guten Morgen, wie geht's, einen schönen Tag noch. Das sind meine Startsätze. Dann fällt mir der echte Dialog leichter. Und jetzt ein Mini-Fehlercheck bei Artikeln, weil das echt viele nervt. Bitte nicht die Auto sagen. Es heißt das Auto. Auch wichtig: die Milch, der Tee, das Wasser. Sag's kurz laut nach. Noch ein Klassiker. Direkt übersetzen bei Komplimenten. Ein Freund von mir wollte sagen, du bist schön und hat gesagt, du bist fett. Oh man. Alle waren still und dann haben wir gelacht. Also, schön ist sicher. Wenn du unsicher bist, nimm neutrale Sätze. Zum Beispiel: Du siehst gut aus. Oder: Das steht dir gut. Die sind freundlich und sicher im Alltag. Okay, kurze Pause, kleines Quiz, ja? Was bedeutet im Alltag alles gut? Es ist wie geht's, aber lockerer. Du kannst damit fragen oder antworten: Alles gut, danke. Und noch eins, ganz kurz: Was heißt einen schönen Tag noch? Das ist eine freundliche Verabschiedung, zum Beispiel im Laden. Sag es immer mit Lächeln, das wirkt total nett. Super. Weiter geht's. Viele Fragen. Reicht nur sprechen? Oder muss ich auch schreiben? Ich sag: Mach beides, aber sprich jeden Tag ein bisschen. Sprechen ist für echte Begegnungen. Ja, Balance ist gut. Schreiben hilft, Grammatik zu ordnen, Sprechen macht dich mutig. Also, vielleicht kurz schreiben, dann laut lesen, dann draußen wirklich sagen. Das ist ein schöner 3-Schritt. Apps sind okay für Vokabeln und Rhythmus, klar. Aber echte Gespräche bringen Wörter, die nicht im Buch stehen. Such dir eine Tandempartnerin, keine Lehrerin, einfach eine Person, die gern redet. Ich hab so viel gelernt mit Serien, ehrlich. Erst mit englischen Untertiteln, dann mit deutschen Untertiteln, später ohne. Eine Folge pro Abend ist auch schon Routine. Du hörst, wie Leute wirklich sprechen. Zurück zur Bäckerei, da hab ich noch einen Tipp gegen Nervosität. Schreib dir eine kleine Schablone. Begrüßung, Bestellung, Nachfrage, Danke. Zum Beispiel: Hallo, ich hätte gern X. Haben Sie Y? Danke, das war's. Mach das auch fürs Büro oder die Uni. Zum Beispiel am Morgen: Morgen. Wie war dein Abend? Und beim Gehen: Bis morgen, schlaf gut. Das klingt warm und natürlich. Lass uns eine zweite Mini-Rollenspielrunde machen, kurz und praktisch. Thema: Im Büro nach Hilfe fragen. Ich frage, du antwortest, okay? Alles klar, los. Hey, hast du mal kurz Zeit? Ich verstehe diese Aufgabe noch nicht so ganz. Ja klar, ich hab 5 Minuten. Was genau ist unklar? Also, der zweite Teil mit der Tabelle. Wo soll ich das eintragen? Trag das bitte in die letzte Spalte ein. Ich zeig's dir gleich. Danke dir, das hilft sehr. Ich gebe dir später ein Update. Kein Problem.
Sag einfach Bescheid, wenn noch was fehlt. Hier siehst du wieder die Struktur. Höflich fragen, ein Detail nennen, Danke sagen. Das ist dein Bauplan für viele Situationen. Und noch ein Minimaldialog für den Aufzug, wenn du echt müde bist. Hallo, lange Woche, oder? Ja, total. Na dann, bis später. Fertig. Kurz, aber sozial. Wenn du dir unsicher mit Artikeln bist, bau kleine Paare. Sag dreimal: der Kaffee, die Milch, das Wasser. Wiederhol das mal eine Woche lang, morgens um 7 Uhr. Das sitzt dann. Ich klebe mir manchmal Zettel an Dinge zu Hause, der Tisch, die Lampe, das Fenster. Ich sehe das den ganzen Tag und sage es laut. Das hilft echt. Noch eine persönliche Geschichte. Ich war mal zu direkt im Smalltalk und habe gefragt: Bist du krank? Das war zu viel. Besser ist: Geht's dir gut heute? Das ist weich und freundlich. Ja, Fragen mit wie und alles gut sind weicher. Und wenn du neugierig bist, sag, wenn es okay ist, darf ich fragen. Das gibt der Person eine Tür, Ja oder Nein zu sagen. Lass uns eine kleine Abendsprachnachricht vormachen. Ganz simpel. Ich fang an. Hallo. Heute war ein voller Tag. Ich habe gekocht und ich bin eine halbe Stunde spazieren gegangen. Morgen will ich früh aufstehen und lesen. Gute Nacht. Meine Version wäre so: Hi, ich bin müde, aber zufrieden. Ich habe viel gelernt und einen netten Kaffee mit einer Kollegin gehabt. Morgen treffe ich meine Nachbarin kurz im Treppenhaus. Schlaf gut. Wenn du das jeden Abend machst, 2 Sätze, dann wächst dein Wortschatz automatisch. Und du wirst flüssiger, weil du oft dieselben Strukturen nutzt. Und wenn du merkst, du übersetzt zu wörtlich, stopp kurz. Frag dich, wie sagt das ein Deutscher einfach? Oft ist die Lösung kürzer. Zum Beispiel nicht ich mache eine Entscheidung, sondern ich entscheide mich. Noch ein kleines Sicherheitsnetz für Komplimente, damit kein Fettmoment passiert. Sag: Das ist ein schönes Hemd. Oder: Deine Schuhe sind cool. Über Dinge zu sprechen ist weniger riskant als direkt über den Körper. Zeitplanung hilft wirklich, sonst vergisst man es. Stell dir einen Wecker um 7 Uhr, um 12:30 Uhr und um 20:30 Uhr. Wenn der Ton kommt, machst du deinen Mini-Dialog fertig. Und feier kleine Erfolge. Schreib abends ein Wort auf, das neu war. Zum Beispiel Körnerbrötchen oder Treppenhaus. 3 neue Wörter pro Tag sind top. Wenn du niemanden zum Reden hast, geh in einen Laden mit klaren Sätzen. Apotheke, Post, Bäckerei, Kaffee. Üb dort einfach Hallo, bitte, danke, einen schönen Tag. Das ist schon Übung. Und hab Geduld. Routine fühlt sich am Anfang komisch an, ich weiß. Nach einer Woche ist es normal. Nach 3 Wochen willst du's gar nicht mehr missen. Kurzer Check zum Schluss der Tipps. Was sind unsere 3 Stationen? Morgens Nachbar, mittags Bäcker oder Kaffee, abends Sprachnachricht. Wenn du das machst, sprichst du jeden Tag. Genau. Und wenn mal ein Tag voll ist, mach nur eine Station. Eine echte Minute ist besser als 0. Das ist die Regel. Jetzt eine Frage an euch: Welche Minisituation passt in euren Tag? Treppenhaus, Bäckerei, Büro, Kinder abholen, Hund ausführen? Schreibt uns eure Idee und euren einen Standardsatz dafür. Ich bin gespannt auf eure Beispiele. Vielleicht macht jemand ja den Aufzugdialog mit Alles gut heute? Und wir sammeln Varianten. So entsteht eine kleine Bibliothek. Und wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably.
Den Link findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis bald. Genau. Nimm dir heute noch eine Minisituation und sag 2 Sätze laut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt dran an eurer Routine. Skas.